Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo, guten Morgen. Nachricht für uns. Wir dürfen wählen. Die zwei kennt ihr. Es ist einmal der silberne Buddha und einmal der rote. Wir gucken, was die Karten uns hier heute mitgeben wollen. Auf den Weg. Ich hoffe, es geht euch gut. Hier pfeifen schon wieder die Vögelchen. Frühlingsenergie. So, ich würde sagen, wir belassen es dabei. Wenn wir deuten, lasse ich da noch ein Vögelchen drauf. Ihr wisst, ich kann die so nicht drauflegen, sonst sieht man es und dann ist man vielleicht beeinflusst. Gucken wir. Ich nehme den silbernen. Heute bin ich mal schnell. So, was haben wir hier? Hier geht es darum, dass wir etwas zu entscheiden haben, das eventuell ein bisschen mit Infos einholen verbunden ist, wo die Notwendigkeit auch besteht, dass wir mal endlich in die Gänge kommen. Die Entscheidung scheint komplex zu sein und man schiebt vielleicht deshalb etwas vor sich her. Und ja, die Vergangenheit wirkt so ein bisschen verklärt auf einen, was natürlich hier als Hindernis mitschwingen kann, dass man einfach denkt, der Vergangenheit hat das oder das auch so nicht geklappt, ich brauche einen anderen Plan. Möglicherweise geht es um unsere Kinder oder um eine spezielle Geschichte auch aus unserer Kindheit, die hier dahinter stecken kann. Ja, guckt mal, wir haben hier die Osterglockenfee. Hier kommt eben die Zeit, die das Frühjahr ankündigt, den Neubeginn. Ich sage euch gleich mehr dazu. Wir haben das Heidekraut. Das passt hier sehr gut dazu, denn man vermeidet hier oder man versucht ein bisschen in eine Richtung zu manipulieren, weil die Entscheidung eben vielfältig ist, die hier ansteht, oder weil eben viele Lebensthemen dranhängen. Und hier sagt das Heidekraut, lass dich mal fallen. Mutter Erde zeigt dir, was gut und richtig für dich ist, und das wird auch auf dich zukommen. Also wir können es nicht alles kontrollieren und irgendwie muss man doch mal loslegen, und wir können auch die Vergangenheit nicht immer nostalgischer sehen, als sie vielleicht war. Heißt auch nicht, dass Dinge, die in der Vergangenheit schon mal so gelaufen sind, dass die auch wieder genauso kommen. Und wir haben das Thema Liebe. Wir haben vielleicht partnerschaftliche Dinge, die es hier zu entscheiden gibt. Die Kindheit spielt mit ein, kann natürlich auch mit der Selbstliebe zu tun haben. Was haben wir über die Liebe gelernt? Hier haben wir so ein bisschen auch die bedingungslose Liebe. Wir haben Element Wasser, hier geht es um unsere tiefe Emotion. Auch hier haben wir zweimal Wasser dabei. Also es kann hier schon so ein emotionales Hickhack sein, wo man einfach gucken muss, was ist denn noch in der Liebe bei mir oder wo ist es nicht mehr in der Liebe? Wo mache ich etwas, weil ich es muss oder weil man es von mir erwartet, damit ich geliebt werde, und wo braucht etwas einen neuen Wind? Hier kann sein, dass ein Konzept, das man sich lange erarbeitet hat, nicht mehr wirkt.
dass man einen Schnitt vornimmt, eine Veränderung herbeiführt, die einfach mitbringt, dass man weniger zu tun hat, also dass man sich das Leben auch erleichtern darf. Es können ja auch Wechsel im Beruf anstehen oder Dinge, die eine berufliche Wende mitbringen oder eben ein Konzept, das man sich auf längere Zeit erarbeitet hat, das jetzt so nicht mehr funktioniert, darf neu beginnen. Etwas, in dem wir viel zu tun haben, das kann auf der emotionalen Ebene sein oder auch tatsächlich, wo man sehr viel investiert, verkürzt sich hier. Schon wieder der Bienenfresser. Ich weiß nicht, wie oft ich den jetzt diese Woche schon hatte. Das 3. Mal. Ich verhelfe dir zu mehr Freude, Gemeinschaft und Vertrauen. Wunder kommen jetzt zu dir, nimm sie wahr. Sie sind da. Entspanne dich, das Leben trägt dich. Fallen lassen, entspannen, nicht alles kontrollieren wollen, die Info einholen, die man braucht und dann aber auch mal loslegen, anstatt immer zu sagen, ach, lieber nicht. Hier wird so ein Zyklus angesprochen oder eben die Jahreszeiten. Hier haben wir den Frühling, hier beginnt etwas neu zu erblühen. Das ganze Leben besteht ja aus Rhythmen und Zyklen, Tag und Nacht, Ebbe und Flut, alles das, die Mondphasen. So auch das Jahr. Und hier symbolisiert die Osterglocke einfach den Frühling. Sie hat so ein bisschen trompetenähnliche Form und lasst an Verkündung denken. Aber auch geht es um Vitalität, um den Sonnenschein. Und tatsächlich rät die Karte, mal ein neues Kapitel im Buch des Lebens aufzuschlagen, eine neue Seite zu beschriften. Hier geht es auch um schwierige Abläufe, also Sachen, die eigentlich schwierig sind, aber so weitergeführt werden. Das können auch Muster sein, Beziehungsmuster, aufwendige Dinge, ne? Viel, das man so zu tun hat. Und hier darf Erleichterung kommen. Ein neuer Lebensabschnitt, der eben auch mehr Vitalität mitbringt, der auch einen Raum hat für Neubeginne und wo auch Erfolge wieder sind. Sehr schön. Dann schauen wir uns die andere Seite an. Es kann ja auch sein, ne, wir haben das Thema Liebe, dass man vor lauter Arbeit vergisst zu lieben. Gucken wir weiter. Der rote Buddha gibt mit, dass man sich Zeit nehmen darf für die Menschen in der Umgebung. Dass vielleicht etwas gerade herausfordernd ist, aber dass man dabei seine Sensibilität nicht verlieren soll. Also auch in herausfordernden Zeiten verständnisvoll zu reagieren, auf andere zu bauen, andere mit einbeziehen, die Energie warm zu halten. Ja, und auch hier geht es irgendwie es geht um den Wunsch, etwas weiterzukommen, etwas in die Entwicklung zu bringen, vielleicht auch weiterzuziehen an einem bestimmten Punkt, den Sinn suchen hinter den Dingen oder keinen Sinn mehr sehen. Auch das kann eine Herausforderung sein, wenn man in seinem Tun keinen Sinn mehr findet. Ihr habt das Thema Dankbarkeit, die Mistel, die Wahrnehmung von Wahrheit. Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Jeder hat irgendwie seine eigene Wahrheit und ich habe lange gebraucht, das zu kapieren, dass Wahrheit nicht universell zur Verfügung steht, sondern dass jeder ein eigenes Wahrheitskonzept hat. Und es geht tatsächlich darum, die eigene Wahrheit zu finden, den Sinn hinter den Dingen, die man so tut, wahrzunehmen. Hier kommt eine sehr aufklärende Bewegung, vielleicht auch ein Richtungswechsel, in welche Richtung du hier noch so ein bisschen suchst, wird hier offenbar oder klarer. Und es geht darum, den Fokus zu halten, fokussiert zu sein, auf eine Bewegung zu gucken, die nach vorne bringt und
Wir haben hier das Element Luft dabei. Vielleicht auch die Sternzeichen des Elementes Luft. Zwillinge, Waage und Wassermann. Vielleicht auch die Eigenschaften. Kommunikation, Intellekt. Und genau diese Themen auch auszusprechen, ne? Gedanken zu teilen mit irgendjemand, der einem wichtig ist, könnte hier eine gute Auflösung mitbringen. Die Blauglöckchenfee mit dem Thema Dankbarkeit, die Erinnerung einfach auch daran, dass Dankbarkeit eben auch Zufriedenheit mit sich bringt. Darauf zu gucken, was es überhaupt gibt. Hier sind es die Menschen, die einen umgeben, die man mag, die einen stützen. Und auch der Wachstum, der mit dem Thema Dankbarkeit verbunden ist, ne? Auch wenn man als Herausforderung Menschen im Umfeld hat oder Begebenheiten, kann man eben durch Dankbarkeit das Thema wenden. Wertschätzung mag hier ein Thema sein. Wie wertschätzt man dich? Wie wertschätzt du die anderen? Was sind deine Lebenskostbarkeiten? Für was hast du richtig so dieses Gefühl, das ist mein größter Schatz im Leben? Wenn du da drauf schön mit Dankbarkeit guckst, wird es sich vermehren. Es wird dich bereichern. Man strahlt praktisch die Dankbarkeit ins Universum und so strahlt sie dann auch wieder zurück. Und eigentlich ist es ein ganz logisches Gesetz. Und immer wieder müssen wir daran erinnert werden, uns darauf zu fokussieren. Gerade wenn man auch in so einer Stimmung ist, wo man gerne mal jammern würde oder wütend ist, dass nichts in diese Richtung läuft, wie man es gern hätte. Oder auch wenn man Mangelgedanken hat. Bin ich mal gespannt, ob das wieder der Bienenfresser ist. Nein, wir haben für euch den Raben. Ich helfe dir, deine mystischen und magischen Fähigkeiten zu entfalten. Ich bin ein Lichtbringer und heile die Seelen der Menschen. Ich eröffne dir meine Geheimnisse, die du für dein Leben und dein Wirken umsetzen kannst. Der Wahrheitsbringer bringt dir Wissen mit, wie du deine eigene Wahrheit auch leben kannst. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.